Infraschall. Schlaflose Nächte, krebserregend, das sind die ganzen Drehspargel hier in der Landschaft. Nee, alles gut. Das ist kein Infraschallmessgerät, das ist ein Strommessgerät und was ihr gehört habt, ist ein Soundeffekt von dem Geigerzähler. Ich bin nicht mal Patrick Niedermeyer, ich bin Michi und hier kommen die Fakten. Schluss mit dem Missionieren und dem Missinformieren in Sachen Windkraft. Dass die Windkrafträder wieder abbauen können, weil sie hässlich sind. Es begegnen mir noch zu viele Argumente, die schon längst widerlegt sind. Nieder mit diesen Windmühlen der Schande! Hier ist das Video, was du mit deinen Freunden, Freundinnen teilen kannst. Alles über Windkraft. Argument 1 von 6. Die Dinger lassen sich nicht recyceln. Schaffen wir den größten Teil gleich mal weg. 90% von dem Ding sind recycelbar. Schon mal nicht schlecht. Das Problem sind immer diese Rotorblätter da oben. Die landen doch alle auf Deponien und liegen da nur rum. Versteht mich nicht falsch, das ist schon passiert. Und wie mit jedem Abfall ist das die schlechteste Lösung, die es gibt. Aber hier kommen meine 3 Freunde des Refurbischen, Downcyclen und Recyceln. Die einfachste Lösung wäre, das alte Windrad einfach zu refurbischen. Heißt, man nimmt ein altes, nicht mehr so ganz funktionales Windrad, macht das wieder wie neu und stellt es irgendwo anders hin. Ganze Firmen basieren schon darauf, diese alten Windräder zu nehmen und irgendwo einem neuen Kunden zu verkaufen. Heißt, man muss das Windrad gar nicht erst recyceln, um ihm neues Leben zu geben. Wie mit deinem Handy. Wenn es dir nicht mehr passt und es funktioniert noch alles super, kann es jemand anders gebrauchen. Das Downcyclen funktioniert bei den Rotorblättern auch schon sehr gut. Tiny Häuser, Brücken, Möbel, Terrassen, Dächer, all das gibt's schon und sind kreative Ideen, das Material neu zu nutzen. Beim Recyceln wird auch schon hart dran geforscht, die Bestandteile von Harz und Kunststofffasern zu trennen. Zu guter Letzt den Kreislauf einfach komplett neu denken und die Rotorblätter aus Holz bauen. Wie das beim Turm schon gelungen ist, dazu hat Patrick schon ein Video gemacht, ich verlinke es euch am Ende. Punkt 2 von 6. Windräder töten Vögel. Ihr kennt auch schon das Gegenargument, ja, aber Katzen töten noch viel mehr und Wolkenkratzer töten viel mehr. Das stimmt. Ohne den Finger jetzt auf die bösen Katzen zeigen zu wollen, gibt es schon Lösungen für das Problem als solches. FlexiBird ist zum Beispiel die Möglichkeit, aus KI und Kameras Vögel festzustellen und das Windrad anzuhalten. Nicht nur Vögel werden erkannt, sondern auch der Bauer, die Bäuerin mit ihrem Traktor. Denn das scheucht Kleinvieh auf und das wiederum die Greifvögel. Heißt, wenn die Kameras feststellen, da fährt ein Bauer gerade mit seinem Traktor, dann stellt man das Windrad ab. Um noch vom Aktiven ins Präventive zu kommen, der Natur- und Artenschutz hat natürlich ein Wörtchen mitzureden bei den Bauzonen von den Dingern. Wo kämen wir nur hin in unserem schönen Deutschland, wenn wir einfach Sachen machen könnten? Noch dazu, Flugrouten werden getrackt und festgehalten. Und Tiere sind ja nicht allzu dumm. Das Phänomen wurde offshore schon festgestellt, dass Vögel ihre Flugroute ändern können. Egal ob in der Luft oder am Boden, viele Arten werden gar nicht erst bedroht, weder durch Vibration, die Rotoren oder dem bösen Infraschall. Was genau ist denn jetzt wieder dieser Infraschall? Infraschall ist unter 20 Hertz und für dein und mein menschliches Ohr nicht hörbar. Weil er auch von der Windkraft erzeugt wird, nimmt man ihn her und sagt, er ist gesundheitsgefährdend. Der stille Killer. Man kann sich kaum vor wissenschaftlichen Studien retten, die sogar großflächig in Deutschland angelegt wurden. Infraschall, egal wie stark er von der Windkraft ausgeht, ist nicht gesundheitsgefährdend. Jetzt habt ihr vielleicht solche Beiträge hier auch schon im Fernsehen gesehen. Was wir als gesichert sehen, ist, dass die Applikation von Schallwellen, also Vibrationen mit niedrigen Frequenzen, zu einer Hemmung der Kraftentwicklung von Herzmuskelpräparaten führt. Ein Professor einer Uni sagt das in den Öffentlich-Rechtlichen. Das muss ja so stimmen. Und solche Beiträge nimmt man bis heute her, um Argumente zu stützen. Dass die Arbeiten dieses Herrn schon längst widerlegt sind, interessiert niemanden. Nochmal für dich zum Mitschreiben. Infraschall, wie er von der Windkraft ausgeht, ist nicht gesundheitsschädlich. Viele Quellen, die bis heute für Argumente hergenommen werden, um den Infraschall zu beweisen, muss man prüfen. Bestes Beispiel der BGR 2005. Kam mit einer Studie heraus mit einem kleinen Rechenfehler um den Faktor 4000. Umgerechnet sind das ungefähr 36 Dezibel Messunterschied. Das klingt jetzt nicht viel, aber folgender Sketch zeigt dir, dass es doch sehr prägnant sein kann. Die Entfernung der Windräder ist oft viel zu groß, dass überhaupt messbare Werte deren Infraschalls festgestellt werden kann. Mich könnte ja auch der Hörschall stören, oder nicht? Also ich höre nur die Grillen hier und die Autobahn. Kein Windrad, auch wenn man sie da hinten sieht. Aber wir sind ja auch Kilometer weit davon weg, ne? Argument 4 von... Ist zu laut, oder? Ich erwähne hier nochmal, die Dreharbeiten werden immer wieder durch Flugzeuge unterbrochen, die sehr viel lauter sind als das Windrad. Okay, irgendwer in Deutschland muss sich die Dinger hier anschauen. Und nicht jeder empfindet so wie ich, dass es ein schöner Anblick sein kann. Aber fragen wir doch mal die Menschen aus Frauweiler, Giersberg oder Wiedenfeld, wie die den Ausblick hier so genießen. Ach ja, Moment, das ist ja total doof. Die mussten wegen dem Tagebau weichen, die gibt's gar nicht mehr.
Leute, wir müssen uns entscheiden. Kostenloser, nicht verbrannter Strom aus unserem eigenen Land oder Tagebau und Importe aus Ländern mit Diktatoren an der Macht. Und für die Fläche? So, jetzt nochmal Mathematik. Für das Windrad braucht man ungefähr 500 Quadratmeter. Das klingt erstmal viel, aber ist 14 mal kleiner als ein Fußballfeld. Also gar nicht so groß, wenn man sich das jetzt mal vorstellt. Und die Fläche drumherum? Ja, für Windräder im Wald muss man drumherum abholzen, um das Windrad bauen zu können. Aber nachdem alles fertig ist, wird es klimaresistenter renaturiert. Noch dazu bauen wir die Windräder nicht einfach irgendwo hin. Abseits vom Arten- und vom Tierschutz prüfen wir, ob nicht vielleicht sogar zerstörte Waldschneisen dafür geeignet sind, ein Windrad dahin zu bauen, wenn es eh schon kaputt ist. Und außerdem für den Bau des Windrads wird nur ein Bruchteil der Baumernte, die der Forst betreiben wird, abgeholzt. Heißt, man spart sich die Abholzung schon an anderen Flecken, da wo das Windrad eben jetzt gerade steht. Argument 5 von 6. Die stehen ja nur rum und sind defekt. Es stimmt, manchmal stehen die Dinger still, weil sie gewartet werden müssen. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich das Stromnetz. Und weil wir jetzt gerade Sonne haben und Solar zu viel Strom fördert in unseren Netzen, müssen die Dinger stillstehen. Und das ist Kacke. Wir bräuchten mehr Speicher, mehr Batterien, dass sich das Ding den ganzen Tag am besten dreht. Noch dazu, in sonnenarmen Monaten, da drehen sich die Dinger dann wieder öfters, weil wir zu wenig Sonne haben. Also nur weil es still steht, sollten wir es nicht abreißen. Was im Sinne des Speichers da auf uns zukommt in Deutschland, da hat Patrick schon ein schönes Video zum Batterie-Tsunami gemacht. Ich verlinke es euch nochmal am Ende. Zum letzten Punkt. 6 von 6. Wir haben das nicht gemacht, das war schon da. Die Dinger sind nur so günstig, weil sie subventioniert werden. Das ist Bullshit. Egal wie man es dreht oder wendet, die fossilen sind die teureren in der Gestehung. Die Gestehungskosten sind die Kosten, die anfallen pro Kilowattstunde Strom bei den Energieerzeugern. Heißt, von der Investition im Betrieb und die Wartung. Und hier sind die Erneuerbaren schon günstiger und werden es immer weiter, denn sie werden immer effektiver. Ein modernes Windrad erzeugt fast doppelt so viel Strom wie ein altes. Auf gleicher Fläche. No-brainer. Ihr kennt den Clip von Alice Weidel bei Klartext vielleicht noch, wo sie meinte, ohne die Subvention wären die Gestehungskosten bei der Windkraft bei 17 Cent. Auch wenn Frau Weidel hier recht hätte, wäre es immer noch günstiger als die fossilen. Subventionen sind nämlich so eine Sache. Nicht für die Erneuerbaren, für die fossilen. Für den Aufbau des Windrads gibt es nämlich gar keine Subventionen. Das muss jeder Betreiber schön selbst machen. Die Subventionen wurden erst dann Subventionen, seitdem die EEG-Umlage nicht mehr aus dem Strompreis finanziert wird, sondern durch die staatlichen Steuern. Das war 2022. Für dich zum Verständnis, 2020 waren die EEG-Subventionen bei ungefähr 30 Milliarden Euro in Deutschland. Für die fossilen bei über 70 Milliarden. Für fast denselben Stromanteil am Netz. 2020 waren die Erneuerbaren bei fast 50%. Heißt, wenn mich jemand fragen würde, ich kann denselben Strom zum halben Preis haben, dann würde ich sagen, shut up and take my 8 Cent Gestehungskosten. Falls das mit den Subventionen und den komplizierten Begriffen wie EEG jetzt zu kompliziert war, schreibt es in die Kommentare. Wir können gerne ein extra Video dazu machen, wie das alles funktioniert. Das waren jetzt nur 6 Argumente gegen die Windkraft. Wenn ihr noch mehr davon habt, heißt, ihr seid noch nicht ganz überzeugt und habt noch Zweifel, lasst es mich wissen. Wenn wir noch irgendwo nachforschen sollen, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns drauf auf euer Feedback und was ihr noch für Argumente bringt, die wir vielleicht und hoffentlich widerlegen dürfen. Hier sind noch die 2 versprochenen Videos, einmal das Holzwindrad und der Batterie-Tsunami, der auf uns zurollt hier in Deutschland. Bleibt stabil, Nachbarn, so wie die im Gegenwind stehen. Macht's gut.